Nach dem letzten Video, in dem ich euch meinen motorisierten Schmiedehammer gezeigt habe, haben viele gleich erkannt, dass mir zum Messerbauen noch ein vernünftiger Bandschleifer fehlt. Ich habe zwar schon einen, der ist aber hauptsächlich für Holz gedacht und ist sowohl von der Konstruktion als auch vom Schleifbandtyp zum Messerbauen ungeeignet. Und damit viel Spaß mit dem Video und viel Erfolg für die, die ihn nachbauen. Den Motor habe ich aus diesem alten Bandschleifer, den ich nicht mehr verwende und für den es auch keine Bänder mehr gibt, ausgeschlachtet. Grundsätzlich kann man aber jeden anderen Motor auch verwenden. Der Vorteil dabei ist, dass die Drehzahl bereits ungefähr passt und ich keine Übersetzung für meinen Bandschleifer bauen muss. Außer Schleifbänder habe ich nur diese Longboard-Rollen für etwa 20 € gekauft. Als erstes baue ich den Motor aus und montiere eine der Longboard-Rollen auf die Motorachse. Die Motorachse war leider zu kurz, Drehbank habe ich leider keine, also habe ich mir es mit so einem Stück Wasserrohr verlängert. Weil es nicht perfekt rund lief, habe ich das Ganze dann noch rund gedrechselt bzw. rund geschliffen. Das wäre aber so oder so notwendig gewesen, weil das Antriebsrad eine gewisse Wölbung braucht, um später das Schleifband zu zentrieren. Danach habe ich dieses gebogene Langloch in dieses Stück Flachstahl gebohrt. Plasmaschneider habe ich leider keinen, Bohrer und Feilen tun's da aber auch. Das wird übrigens der Werkzeugarm. Das Teil mit dem Langloch wird hier angeschweißt. Das Gestell mache ich aus Formrohren, da kann man dann die Länge des Werkzeugarms und des Auflagetisches bequem einstellen. Um die 35 mm Formrohre, die perfekt in die 40 mm Formrohre passen, später fixieren zu können, schweiße ich hier ein paar Muttern an. Das hier wird der Arm mit der 4. Longboard-Rolle, der später das Schleifband mit einer Feder spannt. Der Motor wird mit diesen gegeneinander drehbaren Platten montiert. Dadurch kann man später die Spur des Bandes einstellen. In die untere Platte kommen 2 M8 Gewinde und in die obere ein Langloch. Die obere Platte wird fix auf das Gestell geschweißt. Dann kommen noch die Füße dran.
In den Werkzeugarm kommen noch 2 zusätzliche Löcher mit einem M8-Gewinde, um später die Gegendruckplatte zu montieren. So schaut das Ganze dann aus und das wird direkt an den Winkel vom Band angepasst und angeschweißt. Über diese Platte kann ich wie gesagt den Winkel vom Motor einstellen. Der Motor wird hier einfach an die Unterseite geschweißt. Jetzt fehlt nur mehr das Gestell für den Bandschleifer. Ich baue das aus einem Ahornbrett und ein paar 5/8er Staffeln. Der Schalter ist jetzt kein professioneller Kedu-Schalter, aber für mich tut das. Dann werden auch schon alle Teile lackiert. Montiert habe ich den Bandschleifer mit 8 mm Stockschrauben. Nach der Motormontage wird der Werkzeugarm auf die passende Länge eingestellt. Die Longboard-Rollen habe ich mit Beilagscheiben auf die richtige Distanz eingestellt. Nachdem das Band eingerichtet ist, habe ich die Rückplatte montiert. Hier schweiße ich noch den Auflagetisch. Den kann man später auch einfach tauschen und zum Beispiel durch größere, kleinere oder schmälere, je nachdem wie man es benötigt, ersetzen.
Mit dieser Einstellschraube wird gefühlvoll der Winkel des Motors angepasst und damit die Spur des Bandes eingestellt. Solange das Antriebsrad eine leichte Wölbung hat, funktioniert das tadellos. Ich habe den Bandschleifer schon bei meinem neuen Damast Küchenmesser verwendet, der funktioniert wirklich tadellos, mir fehlen jedoch noch professionellere Bänder für Metall. Wenn man fest andrückt, gibt es sogar Funken, das ist jedoch schleifbandabhängig, auf die professionellen Schleifbänder warte ich wie gesagt noch. Den Schleifer kann man übrigens auch auf 45 Grad einstellen und jetzt seht ihr auch, wieso es unbedingt notwendig ist, dass man die Länge des Werkzeugarms und die Länge des Auflagetisches verstellen kann. Anstatt aus Metall kann man den Schleifer übrigens auch einfach aus Holz bauen. Das hat zum Beispiel der Ingo vom Kanal Überleber getan. Von dem habe ich auch die Idee mit den Longboardrollen. Die sind nämlich genau 50 mm breit, was genau der Breite des Schleifbandes entspricht. Das Schleifband ist übrigens 2 Meter lang. Funktionieren tut der Bandschleifer auf jeden Fall super und es lohnt sich auch, wenn man bedenkt, dass diese Bandschleifer schnell mal bei 1000 Euro liegen. Mit einem Drehstrommotor und einem Frequenzumrichter könnte man die Drehzahl sogar manuell anpassen, für mich war das aber nicht notwendig. Eine Schleiflehre werde ich mir, glaube ich, dann für die nächsten Messer auch noch bauen. Und damit bedanke ich mich fürs Anschauen, lasst mir gerne eine Bewertung, einen Kommentar und ein Abo da. Ich verlinke euch jetzt noch den Schmiedehammer in der Endcard und damit bis zum nächsten Mal.